Was passiert eigentlich nach einer Brustvergrößerung mit Implantaten? Wie groß sind die Schmerzen? Wann kann ich wieder Sport machen? Wann kann ich wieder arbeiten? Und wann sehe ich überhaupt das endgültige Ergebnis? Fragen über Fragen. Wir haben heute für euch 2 Patienten eingeladen, bei denen wir die Brustvergrößerung gemacht haben, einmal über ihre Erfahrungen mit der Operation zu sprechen, um all eure Fragen zu beantworten. Und das Video seht ihr jetzt bei uns. Als ich aufgewacht bin, habe ich einen starken Druck gespürt. Also Schmerzen habe ich auch gehabt. Unangenehm war es gar nicht, aber ich musste sehr, sehr stark so nach Luft ringen, weil das doch alles sehr, sehr eng war. Und ja, doch der erste Tag mit Schmerzen war schon stark. Also bis ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe, war so nach 24, 48 Stunden ungefähr, da war das Schlimmste vorbei. Und ich glaube, nach 4 Tagen war es schon wirklich so, dass ich mich selbstständig wieder teilweise bewegen konnte und ja, dass ich nicht das Gefühl hatte, wirklich, dass da sich irgendwie was lösen könnte oder so. Das, ja, ungefähr 4 Tage, da war wirklich fast alles wieder in Ordnung. Also wenn Patientinnen nach einer Brustvergrößerung am nächsten Morgen aufwachen, dann haben sie in der Regel entweder einen Verband oder schon den BH. Eins von beiden, das hängt ein bisschen von der Technik ab. In aller Regel 2 Drainagen, eine rechts, eine links. So wachen die Patienten sozusagen nach der OP auf. Das Ganze kann auch relativ eng sein, einfach um da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Und am nächsten Morgen nehmen wir dann die Drainagen raus und wechseln, wenn der Verband dran ist, dann auf den Kompressions-BH. Und dieser Kompressions-BH, der muss 6 Wochen Tag und Nacht und dann nochmal 6 Wochen nachts, also insgesamt eine Periode von 12 Wochen getragen werden. Relativ anstrengende Zeit für die Patientinnen. Ja, wenn man nach Hause kommt, ist es ganz wichtig, dass man Hilfe zu Hause hat, weil die ersten Tage, sag ich mal, hindert man sich selbst, indem dass man einfach unfähig ist, was zu machen, obwohl man weiß, dass man es kann. Und die Einschränkungen selbst zu akzeptieren ist sehr schwer oder war für mich sehr schwer. Aber ich hatte natürlich meine ganzen Freunde, meine Familie, mein Freund, die haben mir sehr stark geholfen. Aber ohne die wäre ich aufgeschmissen gewesen, bin ich ganz ehrlich. Also man braucht wirklich Unterstützung die ersten 2 Tage, würde ich sagen. Gerade so die erste Nacht, dass man da nicht alleine ist, je nachdem wie es angeht, ist schon wichtig. Die ersten Tage zu Hause waren sehr überraschend für mich. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Muskeln mitspielen. Ich habe dann versucht, nach einem Glas Wasser zu greifen, habe gemerkt, das geht gar nicht und habe mir dann wirklich alles so um mich drum herum gebaut. Und habe dann auch festgestellt, wenn ich aufstehen will, zum Beispiel vom Sofa, benutzt man für gewöhnlich die Hände zum Abstützen. Das ging gar nicht. Und ich bin dann immer wie so ein kleiner T-Rex mit dem Pobacken übers Sofa gerutscht. Das waren viele Überraschungen dabei. Aber grundsätzlich ging es mir sehr gut. Ich glaube, man kann das alleine schaffen, auch in den ersten Tagen, aber das braucht ein bisschen Vorbereitung. Also man sollte sich dann vielleicht wirklich überlegen, welche Gegenstände brauche ich alltäglich, dass die Kaffeetassen nicht ganz oben im Schrank sind. Ich habe Gott sei Dank Unterstützung gehabt von meiner Mama, die war für mich da. Die hat mir dann viel geholfen, irgendwie mit schweren Glaswasserflaschen, mir die zu reichen, zu öffnen, dass man sich da vielleicht überlegt, okay, wenn ich das alleine durchziehe, dass ich mir vielleicht kleine 0,5er Wasserfläschchen hole und alles wirklich so auf Greifhöhe. Aber man kann das durchaus auch alleine schaffen. Wir machen in der OP auf diese Zugänge, die als Beispiel im submuskulären Bereich, also in der Unterbrustfalte beispielsweise gemacht sind oder an der Brustwarze selber, sogenannte Duschpflaster da drauf. Das heißt, das sind so wie so Klebefolien und diese Duschpflaster ermöglichen den Patientinnen am nächsten Tag schon zu duschen. Die sollen dann natürlich keine Gesänge und Tänze in der Dusche machen, sondern das soll relativ zielgerichtet sein. Arme grundsätzlich also Ellbogen an den Körper. Ich sage immer ein bisschen wie Angela Merkel, ne? Also so ein bisschen, dass diese Schulterbeweglichkeit etwas eingeschränkt ist. So kann man dann auch duschen und sich die Haare föhnen und so weiter. Aber nur fürs Duschen den BH ab. Ansonsten wirklich rund um die Uhr den BH tragen. Also nach der OP war meine Brust sehr stark geschwollen, aber man muss auch sagen, ich habe vorher einen sehr, sehr kleinen Busen gehabt und doch mit 380 Gramm eine relativ starke Vergrößerung gehabt und man hat das auch zwischen dem Brustkorb gesehen, tatsächlich. Ich würde sagen, abgeschwollen, dass mir das erste Mal massiv aufgefallen ist, so ungefähr nach 4 bis 6 Wochen. Und die stärkste Veränderung, wo ich mich wirklich gefreut habe, in den Spiegel zu gucken, war nach 12 Wochen. Die haben so eine richtig natürliche Form bekommen, sind oben abgeschwollen, gefallen. Also ungefähr nach 12 Wochen habe ich gedacht, wow, die sehen richtig natürlich aus.
Ich würde Frauen, die sich für diese OP entscheiden, absolut empfehlen, Geduld mitzubringen. Es ändert sich oder hat sich für mich gefühlt jeden Tag was verändert. Also das ist nicht so, dass man lange warten muss, aber die größten Veränderungen kommen wirklich nach ein paar Wochen. Die Schwellung nach so einer Brustvergrößerung, die macht natürlich erstmal das Ergebnis ein bisschen merkwürdig. Wenn die aufwachen, haben die natürlich erstmal das Gefühl, oh mein Gott, was habe ich getan? Riesenbrüste. Aber es ist so, dass viel davon noch Schwellung ist. Gerade bei unter den Muskellagen, die submuskulären Lagen, da ist das dann so, dass der Brustmuskel oben auch sehr anschwellen kann. Das verzerrt so ein bisschen das Ergebnis. Da sagen wir 6 Wochen, eher 12. Bis auch sich so eine natürliche Haptik, ein natürliches Gefühl auch ergibt und dann noch das Ergebnis entsprechend aussieht, wie es dann 60 Jahre aussieht. Also da braucht es ein bisschen Geduld. Die Patientinnen haben ja unterschiedliche Jobs. Also viele haben Bürojobs heute. Wir sind ja eine Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt also, diese Patientinnen sind relativ privilegiert, weil die schnell wieder in den Job kommen. Sagen wir mal so, wenn die sich an einem Montag oder Dienstag operieren lassen, sind die Woche drauf eigentlich in der Regel wieder bei der Arbeit. Gibt aber auch andere Szenarien. Zum Beispiel alleinerziehende Mutter, 3. Stock, kein Aufzug und vielleicht eine körperliche Arbeit. Da haben wir eine ganz andere Situation. Da müssen wir dann 2 oder 3 Wochen auf einmal rausgehen aus dem Job. Das ist wichtig, dass man das vorher bespricht. Also das gehört auch zu der Aufklärung dazu, dass wir mit der Patientin eine Planung machen, wie lange kann sie denn was nicht tun. Sport, private Aktivitäten sind auch oft ein Thema. Also Joggen zum Beispiel geht natürlich gar nicht nach so einer OP am Anfang. Aber auch, sage ich jetzt mal, Dinge wie Schwimmen oder so, logischerweise. Ja, Wasser plus diese Bewegung ist ganz schlecht. Also da braucht man so ein bisschen einen individuellen Plan. Was gut geht, ist Stepper, Fahrradfahren, also weiche Bewegung, erschütterungsfreie Bewegung. Die können die Patienten nach einer Woche 2 schon wieder machen. So ungefähr muss man sich darauf einstellen. Also nach einer Brustoperation würde ich persönlich sagen, sollte man sich mindestens 4 Wochen rausziehen aus dem Job. Egal was für eine Tätigkeit man hat. Ich bin halt Krankenschwester und muss sehr stark heben, bin auf einer Intensivstation und muss halt auch reanimieren. Und aufgrund dessen, weil ich gar keine Kraft im Oberkörper hatte, habe ich mir 7 Wochen Urlaub genommen und 1 Woche Freischicht und die brauchte ich auch wirklich. Nach der OP habe ich mir eine Woche genommen. Es hieß ungefähr 4 Tage. Das hätte vielleicht auch gereicht. Also ich hätte nach 4 Tagen durchaus wieder arbeiten können, weil ich halt einen Bürojob habe. Das war nicht ganz so schlimm. Aber ich hatte das Glück, dass ich mir länger frei nehmen konnte und dadurch habe ich mir dann eine Woche gegönnt und war dann wirklich wieder voll einsatzfähig mit Autofahren und. Zum Thema, also heute rennen ja alle ins Fitnessstudio oder haben zumindest ein Abo fürs Fitnessstudio, ja. Aber bei der Brustvergrößerung ist es wichtig, dass unmittelbar vor der Brustvergrößerung schon der Brustmuskel nicht mehr isoliert trainiert wird. Also Butterfly-Übungen, Langhantel und so weiter, also wirklich pektorales Training, nicht mehr machen vor der OP, macht uns das Leben nur schwerer und die Schmerzen nach der Operation intensiver. Wenn man aber danach natürlich wieder Training machen möchte, muss man ein bisschen aufpassen. In den ersten 3 Monaten sollte man kein isoliertes Brustmuskeltraining machen. Man kann Fitness machen, man kann bestimmtes Zirkeltraining machen, Beinpressen kann man machen, auch Bauch und so. Aber dieses typische isolierte Brustmuskeltraining, das empfehlen wir 3 Monate nicht. Zur Narbenpflege kann ich nur sagen, dass man sich am besten die Creme von Dr. Spanholz, er hat extra so eine Narbencreme entwickelt, dass man sich die dazu holt. Ich habe einmal den Deo-Roller, das ist wie so ein Deo-Roller, den schmiert man sich halt auf die Narben zur Pflege und eine normale Creme, die habe ich mir besorgt und die Narbenpflege betreibe ich immer noch und die Narbe ist gut zurückgegangen, ist überhaupt nicht wulstig, gar nicht null. Er hat sehr darauf geachtet, dass sie sehr dezent ist. Und dass sie auch oberhalb von der Brust sitzt, also nicht direkt in der Falte, sodass, wenn ich ein Bikini anziehe oder so, dass es halt alles nicht sichtbar ist. Die Narben habe ich mit Scarcare von Dr. Spanholz, ja, Narbenpflege gepflegt, 2-mal täglich, morgens und abends eine dünne Schicht drauf. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich das gemacht habe. Die haben sich super schön entwickelt, sind glatt geworden, heller geworden. Die Fäden, die wir verwenden bei der Brustvergrößerung, sind ja selbstauflösend. Das heißt also, die Patienten haben erstmal 2 Wochen dieses Duschpflaster drauf. Das bleibt ununterbrochen drauf. Das ist auch wichtig, damit die Narbe sich erstmal nicht so viel bewegt. Durch diese Pflasterwechsel kommt ständig Bewegung rein. Nein, wir lassen das in Ruhe, 2 bis 3 Wochen, dann treffen wir uns. Dann nehmen wir das Pflaster den Patienten ab oder die Patienten nehmen das zu Hause ab und können dann auch direkt mit der Narbenpflege beginnen. Also dann kann die Narbe gecremt werden, massiert werden und so weiter. Da geben wir auch eine Instruktion, wie das zu machen ist. Haben auch Produkte bei uns, die wir erklären können, sodass die Patientinnen also auch alles dafür tun, dass die Folgen, nämlich die Narbe hauptsächlich, nicht sichtbar wird. Also nach der OP ist es wirklich so, dass man
sich Zeit geben muss. Wie gesagt, die Brüste, die sind nicht sofort so, wie sie sein sollen. Und ich habe die ersten 2 Wochen alles nur taub gehabt. Es war einfach taub, es war wie Ameisen, die da irgendwie durchlaufen. Ich war total empfindlich. Das war auch zeitweise richtig anstrengend, weil ich gar nicht wusste, was ich jetzt anziehen soll. Und dieser Stützgurt, der hat natürlich auch sehr gestört. Wichtig ist, dass die Patienten oft uns berichten, ja, ich habe so das Gefühl, dass es bei mir im unteren Brustpolbereich irgendwie taub ist, die Haut taub ist. Das wird oft bei uns gesagt, oh, ist das normal, die Brustwarze kann taub sein. So, ja, völlig normal. Wir heben ja von unten die Brust insgesamt hoch, um das Implantat zu platzieren. Und Taubheitsgefühle auch in dem Bereich, von der Brustwarze, aber auch nach unten, die können vorkommen. Die dauern manchmal 3, 4, 5, 6 Monate, bis das wieder normal ist, aber dann ist es auch wieder normal. Da braucht man nicht nervös zu werden. Genauso wie Hämatome, Blutergüsse. Können vorkommen, gehen aber von selber wieder weg. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt heute über die Frage, was passiert eigentlich nach einer Brustvergrößerung mit Implantaten. Ihr habt auch gesehen, dass die Erfahrungen ein bisschen individuell sein können und dass jede Patientin ihre eigene Geschichte zu erzählen hat. Wenn ihr Fragen habt, dann nehmt unsere Kontaktdaten einfach unter dieser Story und schaut euch das Ganze an, was wir auf der Seite an Informationen liefern. Und wenn irgendeine Frage offen bleibt, schreibt mir einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp über unsere Homepage, dann kann ich eure Fragen individuell beantworten.